Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Beta-Server, wo wir die neue Klasse, den Necromancer, testen werden. Zum zweiten Mal, denn das ist die überarbeitete Version, sozusagen die gebuffte Version. Denn die alte Version vom Necromancer war ein bisschen zu schwach gewesen. Jetzt wurde hier einiges angepackt. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video euch gezeigt, was hier alles verstärkt worden ist beim Necro. Und ja, da gehen wir auf jeden Fall mal heute rein. Necro gibt es natürlich schon. Necro. Das ist er. So, dann geben wir mal den Code ein und zack, tada, so schnell bekommt man 40.000 Pilze. Ja, Hashtag Sponsored Schwein. Ne, das ist natürlich nur der Beta-Server hier. Sorry, ich muss mal ganz kurz hier, habe mal wieder nicht vorgesorgt. Ja, der Beta-Server bietet natürlich diese Anzahl an Pilzen und wir werden, schade, ja, sehr, sehr schade. Wir werden den Necro testen. Erstmal gucken, ob wir in eine Gilde rein können, wo ein paar Leute schon drin sind. Ja, gehen wir einfach mal in die Gilde Necromancer. Das ist bestimmt eine neue Gilde, denke ich mal. Ja, und da haben wir schon ein paar Leute, auch ein paar von unserem Umfeld hier, sag ich mal, die etwa gleich auf sind, so wie wir. Leider haben wir wieder Pech gehabt beim letzten Mal. Da war ich, glaube ich, Stufe 300. Ich glaube 300 oder auch 400. Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall kann man in der Beta bis zu Stufe 600 werden. Und ja, das wird halt so random zugeordnet. Leider sind wir diesmal nicht 600 geworden. Haben wir das relativ schlecht erwischt, sag ich mal. Hier ist jemand zum Beispiel, der ist mit 600 gestartet, hat hier schon ein bisschen gelevelt. Wir haben natürlich auch einiges an Dungeons frei. Und ja, aber wir sind natürlich heute erstmal hier zum Testen. Wir haben wieder eine PvP- und PvE-Waffe am Start und gucken mal, dass wir vielleicht Leute finden in unserem Umfeld. Was jetzt großartig bei den Fähigkeiten geändert worden ist, ist halt, dass ja, bei vielen Sachen deutlich der Damage auch erhöht worden ist und dass die Rundenanzahl bei jedem einzelnen der Beschwörungen auch um 1 erhöht worden ist. Der Golem, das Mietschild hier, ist jetzt auf 4 Runden, war vorher 3. Der Hound ist bei 2 geblieben, glaube ich, aber hier wurde auch der Damage angepasst und die Skelette, die sind auch von 2 auf 3 gestiegen und ja, das sorgt natürlich dafür, dass die Chance auf jeden Fall gegeben ist, besser hier seine Sachen auszuspielen, bevor diese wieder verschwinden und man die wieder beschwören muss. Wir kämpfen einfach mal. Okay, der hat hier eine PvE-Spanne drin. Wir nehmen einfach mal dieselbe. Wir gucken mal, wir kämpfen jetzt einfach mal erstmal, um mal so die Fights zu gucken, wie die so ablaufen. Und ja, hier sehen wir schon, er startet hier mit 4 Fäusten gegen 3 von unseren Skeletten hier. Wir sind direkt down. Aber der hat ja auch ganz andere... Okay, der ist ja auf 100 Level über uns. Wir müssen natürlich auch jemanden nehmen, der auf unserem Niveau ist. Warte mal. Wir haben doppelte 10k Stats. Das ist ja irgendwie gefühlt gar nichts. Haben wir hier jemanden? Warum hat der hier so kranke Stats? Das ist irgendwie unverhältnismäßig. Irgendwie haben die Stufe 300 sind, die Stats, die ich habe... Also gefühlt habe ich irgendwie sehr low Stats, die jetzt gerade zum Testen irgendwie nicht so vorteilhaft sind. Hier die Stufe 300, da haben wir höhere Stats als ich. Hier kann es jetzt gerade nicht so richtig mit rechten Dingen zugehen. Wir greifen einfach mal hier den an, der 100 Level unter uns ist. Trotzdem von den Skillpunkten her weit vor uns. Und oh, da haut er den Crit raus. Ja, die Crit-Treffer, die sind ziemlich hart. Oh, der hat zum Glück nicht gekrittet, sonst wären wir jetzt schon down gewesen an der Stelle. Wir müssen auf jeden Fall jetzt blocken, ansonsten war es das gewesen. Das war es gewesen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so richtig. Ich relogge mal die Welt, weil das kann irgendwie nicht ganz sein, dass wir hier
so wenig Skillpunkte haben hier irgendwie. Ah, guck mal, wir sind sogar Stufe 300 gewesen auf dem letzten Beta-Server. Kann ich hier auch noch rein? Nee. Da brauche ich auch noch einen Code für. Ja, keine Ahnung, warum die so low sind. Irgendwie haben alle anderen mehr Skillpunkte als ich. Gut, letztes Mal habe ich mich daran orientiert, dass ich ein paar Leute in meiner Gilde hatte, die ungefähr das gleiche Umfeld, ja, geformt haben wie ich, sodass die Fights quasi even sind. Das ist jetzt leider nicht gegeben. Dann müssen wir einfach mal in der Ehrenhalle schauen, dass wir irgendwie ein paar Gegner finden, die ungefähr auf unserem Level sind. Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Naja, schauen wir mal. Ansonsten habe ich natürlich jetzt noch nicht so den großen Einblick, wie jetzt die Klasse deutlich besser oder schlechter geworden ist. Eventuell ist da jemand schon von euch ein bisschen versierter als ich und hat das Ganze schon ein wenig ausführlicher getestet und vielleicht auch ja, nicht nur in der Praxis, so wie ich jetzt hier, sondern auch in der Theorie und hat das Ganze, weiß ich nicht mal, durch verschiedene Tools durchlaufen lassen, um mal zu gucken, wie so die Prozentchancen jetzt sind im Vergleich zu vorher. Ich denke mal, das ist einigermaßen even hier, oder? Ich meine, eigentlich nicht, weil, ja, er ist knapp Stufe 300 und wir sind 400. Okay, da hat er sich gerade wiederbelebt, aber unsere Skillpunkte stehen überhaupt nicht zum Verhältnis. Naja, it is what it is. Wir verlieren sogar gegen... Ja, okay, sorry. Da kann ich jetzt leider nichts machen und euch hier nicht großartig die überarbeitete Klasse hier präsentieren, weil wir jetzt hier im Praxistest gerade keine gleichen Verhältnisse haben. Das wäre schön, wenn wir in zukünftigen Betas das bekommen könnten, dass wir vielleicht auch gegen Leute kämpfen, die so von unserem gleichen Kaliber sind. Ja, weil wir starten zwar jetzt hier auf dem Random Server, S31 wird halt immer für den Beta-Server genommen, aber leider können wir da nichts großartig anstellen. Naja, weiß ich nicht. Gucken wir mal vielleicht mal in die Dungeons rein, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen Progress machen. Können ja mal gucken, haben wir zumindest hier... Ne, wir haben auch kein Gold für die ganzen Verzauberungen. Dann machen wir einfach mal von unseren Pilzen Gebrauch, würde ich mal sagen, und holen uns mal jetzt die nötigen Verzauberungen, dass wir zumindest ein bisschen stärker sind. Also auf jeden Fall, das, was ich euch sagen kann, ist, dass die Klasse deutlich stärker gemacht worden ist, als sie zum Anfang in der ersten Beta den Anschein gemacht hat. Und was ich auch schon hier und da so ein bisschen gehört habe, ist, dass die Klasse, wenn man wirklich gleiche Voraussetzungen haben sollte, jetzt nicht so wie ich hier auf dem Beta-Server, was leider sehr schade ist, wenn man wirklich gleiche Voraussetzungen haben sollte, dann ist die Klasse gegen alle anderen Klassen wohl im Moment ein bisschen stärker, aber gegen den Magier wohl 50-50 even. So habe ich zumindest gehört. Ich kann es euch aber nicht ganz genau widerlegen so. Ne? Kann ich euch nicht ganz genau sagen. Und auch selbst wenn es so sein sollte und die Klasse ein bisschen stärker ist als so alle anderen Klassen, bis auf den Magier, weil der Magier halt eben die Fähigkeiten kontert. Ne? Ich check's echt nicht mit den Werten hier irgendwie. Dann ist es immer noch sehr, sehr schwierig, sich für diese Klasse zu entscheiden, weil sie nach wie vor halt todesrandom ist. Also ihr habt halt trotzdem immer noch... Ich wundere mich gerade, warum wir keine Fähigkeiten hier spawnen. Digga, wie unlucky war das denn? Also für die Leute, die den Necromancer auch noch nicht ganz hundertprozentig nachvollziehen können, ihr habt erstmal eine 50-prozentige Chance, dass ihr überhaupt eine Fähigkeit beschwört, wie ihr es hier gerade gesehen habt. Das heißt, ihr könnt auch 3 oder 4 Runden aussetzen und es kommt einfach gar nichts. Nachdem der Fall eingetreten ist, dass ihr von diesen 50% Chance eine Fähigkeit beschwört, gibt es dann 3 weitere Chancen. Eine von den 3, ne? Also entweder das Skelett, diesen Höllenhund oder den Golem zu beschwören, ja, also nach dem ersten Random-Faktor kommt der zweite Random-Faktor, aber es hört ja noch nicht auf.
Ja, denn nach dem zweiten Random-Faktor kommt auch noch der dritte Random-Faktor ins Spiel. Und zwar hat man zum einen bei den Skeletten die Fähigkeit, dass er sich zu 50% wiederbeleben kann. Das heißt, dort kommt Random-Faktor Nummer 3 ins Spiel. So. Und beim Hound habt ihr halt eben den Random-Faktor, dass er halt eben ja, mit einem maximalen Crit-Chance von 60% hitten kann, muss es aber nicht. So, ne? Also da hat man hier auch nochmal einen Random-Faktor drin und beim Golem ist es genauso. Ja, erstmal die 50%ige Chance, dass man überhaupt eine Fähigkeit am Start hat. Dann von den 3 Unterkategorien die richtige bekommen, die man sich in dem Moment wünscht. So, und dann ist es halt eben auch noch random, dass die Fähigkeit, die man sich wünscht, auch noch sich aktiviert. So. Und das ist halt eben nach wie vor, obwohl die Klasse gebufft worden ist, halt eben nach wie vor immer noch eine Klasse, die mir persönlich zu random ist. Die ist mir ein bisschen zu random. So. Und ja, also es kann sein, dass die Klasse im Moment halt auch wirklich ziemlich stark ist. Vielleicht mit den aktuellen Balancing-Thematiken, die darauf gespielt worden sind. Weil zum Beispiel, es wurden ja auch, wenn wir uns das Ganze mal aufrufen, es wurden ja zum Beispiel auch die Prozentchancen vom Schild hier erhöht. Ne? Nicht nur die Rundendauer, sondern auch zum Beispiel hier die Prozentchancen, dass das Schild hittet, wurde um 10 erhöht. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich es jetzt hier nebenbei mal aufmache, damit wir das nochmal alles genau auf dem Schirm haben, was wir ja schon mal alles durchgegangen sind über den Necromancer, der überarbeitet worden ist. Ja, dann haben wir es jetzt in dem Video auch nochmal kurz festgehalten hier. Ne? Lebensfaktor, also das Leben wurde erhöht, die Reduktion vom Schaden wurde erhöht. Ne? Also hier die Schadensreduktion, die wurde von 10 auf 20 erhöht. So, also das sind schon sehr gute Sachen. Ne, der Rüstungsfaktor halt, Schadensfaktor. Genau, die Schergen greifen jetzt nach der Beschwörung direkt an. So, das war halt vorher auch wack gewesen. Der Jagdhund ist jetzt bei Schadensfaktor 25%, bleibt zuvor nur für eine Runde, ist jetzt bei 2. Ne? Skelette, Schadensfaktor 75, ist jetzt auf 100. Ne? Ist jetzt für 3 Runden da, war vorher auch 2. Und halt eben der Golem, Schadensfaktor war minus 25, ist jetzt bei 0. Ne, bleibt aber jetzt anstatt 3 Runden 4 Runden und hat die Blockchance um 10% erhöht. Ne? Und genau, Necromancer erhält nun mehr Schaden durch den Arkan-Kometen des Kampfmagiers. Gut, das ist ein kleiner Debuff, aber ansonsten gut, ist halt eine gute Sache für den Battle Mage. Bin ich immer dafür, sag ich mal, dass die Klasse auch verbessert wird. Ja, macht jetzt gegen Dämonenjäger 10% mehr Schaden. Also hier wurde tatsächlich auch nochmal ziemlich hart die Klasse gebufft in Richtung des Dämonenjägers. Ne, nur damit wir halt nochmal kurz die Buffs für diese Klasse nochmal auf dem Radar haben. Ne. Oh, jetzt wurde es angepasst. Okay, gut. Also das hat wohl ein bisschen gebraucht, bis hier die Sachen irgendwie ankamen auf dem Server. Ich weiß es nicht. Ne? Jetzt können wir auch mal so ein klein wenig mal reingehen und mal schauen, wie die Klasse jetzt so interagiert. Gegen die eigene Klasse ist es natürlich immer auch nochmal so eine eigene Sache an sich. Boah, aber der Hound ist schon, der scheppert ordentlich rein. Also wenn der mal trifft, das ist schon enorm. Ich hätte mal ganz gerne, hier haben wir noch jemanden, okay, der ist leider vom Level her woanders schon. Ich hätte mal jemanden ganz gerne gehabt, der eine andere Klasse ist als der Necromancer hier in der Gilde ist. Und dass man das auch mal testen kann gegen andere Klassen hier und nicht gegen die eigene. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, er belebt sich wieder. Der Hound crittet rein. So, er crittet auch nochmal. Und jetzt ist es halt random. Ne, wer ruft hier seine Fähigkeiten auf? Ja, so sieht das Ganze aus hier, ne? Ich meine, jetzt können wir es zumindest mal testen. Aber jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen
into it im Video und bis wir jetzt hier die gleichen Kontrahenten gefunden haben, da ist auch schon wieder, denn ja, das Video schon lang genug, sag ich mal. Hier hat jeder die PvE-Spanne drinne für die Waffe. So, gucken wir uns nochmal den Kampf an. Ja, der Gegner hat ein bisschen Pech. Jetzt beschwört er das erste Mal. So, wir hauen den nächsten Treffer raus und unser belebt sich sogar nochmal wieder. Ist nochmal eine Runde länger am Start. Zack. Okay, leider keine Crits gehittet. Er crittet dafür schon. Jetzt haben wir unseren Hound. Und der macht halt extrem Schaden, ne? Der haut halt ordentlich rein. Das ist schon krass. Wir gucken uns mal noch mal ein paar Kämpfe an hier. Ne, es kann halt auch ein ganz normales Magier-Battle sein, so, wenn halt keiner irgendwie seine Fähigkeiten beschwört. Du hast halt diese 50%ige Chance, erstmal irgendwas aufs Feld zu bringen. So, da haben wir jetzt hier die Blockchance einmal aktiviert, was natürlich auch sehr cool ist. Der Crit wäre schon nice, wenn er den geblockt hätte. Ja, ich bleib bei meiner Meinung. Wenn die Klasse auf die Live-Server rauskommt, werde ich sie auf jeden Fall spielen. Ich werde sie vielleicht auch eine Zeit lang länger spielen als meine normalen Server-Start-Charaktere so. Ich finde die Klasse halt aber einfach viel zu random, muss ich sagen. Das war schon im ersten Beta-Test so mein Bauchgefühl und ja, das Ganze bestätigt das jetzt auch nochmal so, dass die Klasse... da habe ich jetzt eingeskippt, dass die Klasse jetzt für mich persönlich jetzt nichts ist. So, ne? Schreibt mir nach wie vor gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr von der Klasse haltet. Werdet ihr sie spielen? Würde mich mal interessieren. Man sieht halt auch an den Kämpfen, dass es komplett random ist. Ne? Mal sind die Kämpfe even, mal gewinnt der eine übelst krass, mal gewinnt der andere übelst krass. Also das kannst du auch keinem erzählen. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wohin mit der Klasse so. Ich kann sie noch nicht so richtig einkategorisieren, ob sie mir gefällt oder ob ich sie halt einfach komplett wack finde. Es ist kein Mittelding so, es ist nichts dazwischen. Es ist entweder oder so bei mir jetzt gerade der aktuelle State. Naja, mal schauen. Mal gucken, wo die Reise noch so hingeht, ne? Hier sehen wir mal die Stats unten. Aber das war es jetzt erstmal soweit für den Test mit dem neuen überarbeiteten Necromancer. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war es soweit von mir. Wir hören uns morgen auf jeden Fall dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Haut rein und bis zum nächsten Mal.